Hi zusammen und willkommen auf meinem Kanal. Heute zeige ich euch mein November Bullet Journal Setup. Mein November Bullet Journal Setup habe ich zur Abwechslung und passend zur Jahreszeit mal wieder ein bisschen farbig gestaltet. Und weil ich schon wieder super einfallslos und unkreativ war, musste ich mir wieder Inspiration holen, dieses Mal von Veronica vom Account Veronica Journals auf Instagram und von Claudia vom Account Sunshine Journal auch auf Instagram. Ich bin dieses Mal auch wieder ein bisschen in die Scrapbook-Richtung gerutscht, weil ich finde, dass das eigentlich ganz gut zum Herbst passt. Ich habe diesmal auch wieder Kraftpapier benutzt und ein bisschen Washi-Tape, das ich mir letztens erst gekauft habe. Wie immer habe ich auch meine Fineliner, meine Crayola Super Tips Marker und meinen weißen Uniball Gelstift benutzt. Ich habe euch auch alles wieder in der Videobeschreibung verlinkt. Und falls ihr noch ein paar Ideen für herbstliche Doodles braucht, dann schaut doch mal bei meinem Herbst-Doodle-Ideen-Video von letzter Woche vorbei. Das war jetzt auch mein erstes richtiges Bullet Journal Setup Video in meinem neuen Bullet Journal von Scribble & Dot und ich liebe dieses Bullet Journal wirklich. Die Seiten sind dick genug, damit nichts auf die anderen Seiten durchdrückt, aber auch nicht zu dick und das Papier ist genau richtig, damit nichts verschmiert, wenn man mal aus Versehen mit der Hand drüber kommt. Auf die linke Coverseitenhälfte von meinem November Bullet Journal Setup habe ich wieder einen Spruch geschrieben, der sich zwar total klischeemäßig anhört, aber halt auch perfekt zu mir passt. Herbst ist wirklich meine absolute Lieblingsjahreszeit, vor allem weil überall so viele warme Farben zu sehen sind. Um die Seite abzurunden, habe ich dann noch ein bisschen Zeitungspapier und Kraftpapier zusammen mit Washi-Tape eingeklebt und ein paar kleine Blätter gezeichnet. Die rechte Hälfte meiner Coverseite sieht so ziemlich exakt aus wie die linke, nur dass ich anstatt dem Spruch November hingeschrieben habe. Die Monatsübersicht in meinem November Bullet Journal Setup ist genauso aufgebaut wie die letzten Monate auch. Also ich habe wieder einen Kalender, eine Liste für wichtige Termine und eine To-Do-Liste vorgesehen. Ich habe hier auf der Seite auch anstatt dem roten Washi-Tape von der Coverseite ein hellrosa Washi-Tape genommen und ich finde auch das super schön. Das hellrosa Washi-Tape habe ich dann auf allen Seiten benutzt, auf denen ich auch Kraftpapier benutzt habe, weil ich finde, dass es da besonders gut dazu passt. Auf den anderen Seiten habe ich das rote genommen, zusammen mit dem orangenen Crayola Super Tips Marker für die Überschrift. Ich habe das hauptsächlich gemacht, weil ich mich nicht entscheiden konnte, was ich schöner finde und deswegen beide Varianten benutzen wollte. Das geht mir leider sehr oft so, dass ich mich nicht für was entscheiden kann und dann ewig rumüberlege und dann irgendwas entscheide, aber nicht 100% überzeugt bin. Ich meine, solange es nur beim Bullet Journal so wäre, wäre das ja okay, aber es ist halt leider bei fast allem so. Wenn ihr also Tipps habt, wie man einfacher und schneller Entscheidungen treffen kann, dann lasst es mich bitte wissen. Weil ich im Oktober sehr viel unterwegs war, ist leider mein Habit Tracker ein bisschen zu kurz gekommen. Deswegen habe ich diesen Monat wieder umso mehr die Motivation dran zu bleiben mit meinen Habits. In meinem November Bullet Journal Setup habe ich also alle Habits vom Oktober übernommen. Diese Kästchen, die ich dann immer durchstreiche oder ausfülle, haben auch die letzten Monate immer so gut funktioniert, dass ich das einfach beibehalten habe. Vielleicht probiere ich in Zukunft mal wieder was anderes aus, um nicht immer das Gleiche zu machen, obwohl ich schon so ein bisschen die Gewohnheit mag. Wie ist das bei euch? Probiert ihr öfter mal neue Sachen aus oder bleibt ihr immer bei den Sachen, die gut funktionieren? Für den Mood Tracker in meinem November Bullet Journal Setup wollte ich wieder das gleiche machen wie im September. Das Layout war ja ursprünglich inspiriert von T Bujo auf Instagram und ich fand die Idee super cool, deswegen habe ich das jetzt nochmal so gemacht.
Und ich wollte auch nicht die typischen Blätter machen, die dann jeden Tag farbig ausgemalt werden, wie das gefühlt jeder im Herbst macht, der ein Bullet Journal hat. Auch meinen Social Media Tracker wollte ich in meinem November Bullet Journal Setup ein bisschen abändern. Und zwar habe ich dieses Mal keinen Kreis gemacht, sondern 2 Balken, einen für Instagram und einen für YouTube. Das ist auch eigentlich ziemlich selbsterklärend und zwar male ich immer ein Stück vom Balken aus, sobald ich die Zahl erreicht habe. Ich bin mal gespannt, wie es jetzt in nächster Zeit vorangeht mit meinen Social Media Kanälen, weil ich ja momentan dabei bin, meine Bachelorarbeit zu schreiben und das schon ziemlich viel Zeit in Anspruch nimmt. Das Gute ist, dass mein Thema die Zuschauerbindung auf YouTube ist. Also vielleicht bringt mir das Ganze ja sogar was. Wie immer habe ich auch in meinem November Bullet Journal Setup wieder einen Fitness-Tracker integriert. Aber um auch hier wieder ein bisschen Variation reinzubringen, habe ich den ähnlich aufgebaut wie meinen Social Media Tracker, also mit Balken. Ich habe also für jede Art von Sport, die ich so regelmäßig mache, einen Balken gemacht und jedes Mal, wenn ich zum Beispiel einen Workout mache, dann male ich einen Teil von dem Workout-Balken aus. So kann ich dann sehen, was ich jeden Monat so am meisten mache. Wie immer zeige ich euch die Weekly Bullet Journal Spread-Ideen im Video nächste Woche. Wenn ihr das Video nicht verpassen wollt, abonniert doch einfach meinen Kanal. Wenn euch mein November Bullet Journal Setup gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben, einen Kommentar oder auch ein Abo freuen. Ansonsten sehe ich euch beim nächsten Mal.